In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine 10, 11 oder 12-fach Shimano-Kette am Rennrad und Gravelbike selbst wechselst. Für welche Kettenmodelle die dargestellten Schritte passen, siehst du in unserer Auflistung und in der Videobeschreibung. Um die Kette zu wechseln, hängst du dein Bike am besten in einen Montageständer. Damit wir loslegen können, brauchen wir einen passenden Kettennieter zum Öffnen, Kürzen und Schließen der Kette. Eine Kettenschlosszange ist zwar nicht zwingend notwendig, ermöglicht aber das leichte Öffnen und Schließen eines Kettenschlosses. Und natürlich die passende Shimano-Kette mit Nietstift oder Quicklink-Kettenschloss. Optional empfehlen wir dir einen Markierungsstift sowie einen Lappen und Kettenreiniger zum Säubern der Antriebskomponenten. Du willst wissen, ob deine Kette überhaupt gewechselt werden muss? Mit einer Kettenmesslehre kannst du den Verschleiß deiner Fahrradkette genau ermitteln. Wie das funktioniert, erfährst du in dem verlinkten Video. Dir fehlt etwas? Alle Tools und Materialien findest du selbstverständlich in unserer Videobeschreibung verlinkt. Wenn du nur eine neue Kette montieren willst, kannst du die nächsten beiden Kapitel überspringen. Los geht's mit der Demontage der Kette. Schalte zunächst auf das kleinste Ritzel und Kettenblatt, um die Kettenspannung zu verringern. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kette vom Kettenblatt zu nehmen. Zuerst zeigen wir nun das Öffnen mit einer Kettenschlosszange. Das Quicklink-Kettenschloss befindet sich im unteren Kettenlauf. Setze die Zange wie gezeigt in die benachbarten Innenglieder. Durch Zusammendrücken werden die Laschen zueinander bewegt, wodurch sich das Schloss öffnet. Achtung! Shimano Quicklink-Kettenschlösser dürfen nur einmal verwendet werden. Am besten legst du nun die Kette erneut auf das Kettenblatt auf und kurbelst sie in Fahrtrichtung herunter. Nun zeigen wir dir, wie du die Shimano-Kette an deinem Rennrad mit einem Kettennieter öffnest. Positioniere den Kettennieter unterhalb der Kettenstrebe an einem entsprechenden Nietstift. Drehe so weit im Uhrzeigersinn, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen. Dann lässt sich die Kette öffnen. Lege nun am besten die Kette erneut auf das Kettenblatt auf und kurbel sie in Fahrtrichtung herunter. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Schaltung und Antrieb zu reinigen, sowie die Zähne der Kassette und Kettenblätter auf Verschleiß zu kontrollieren. Wenn deine alte Kette bereits beim Fahren übergesprungen ist oder deine Kassette, wie hier zu sehen, stark verschlissen ist, dann solltest du auch deine Kassette tauschen. Wie das geht, zeigen wir dir im verlinkten Video. Wenn du dir sicher bist, dass die alte Kette die korrekte Länge hat, bestimme die Kettenlänge nach der folgenden Methode. Zähle zunächst die Kettenglieder der alten Kette. Übertrage anschließend die Gliederzahl auf die neue Kette und markiere die Stelle zum Kürzen. Achtung! Bei einer Kette mit Kettenschloss muss deine Kette auf 2 Innengliedern enden. Wenn du die Kettenlänge neu bestimmen musst, ist die Kettenblatt-Ritzel-Methode von Shimano ideal. Lege die neue Kette über das größte Kettenblatt vorne und halte das obere Ende auf dem größeren Ritzel hinten fest, während du das untere Ende auf ca. 11 Uhr von unten auf das größte Ritzel bringst. Die Kette muss straff sein und sollte sich dann überlappen. Die Stelle, an der die Kette das letzte Mal aufliegt, heißt Nullposition. Zähle zur Nullposition Kettenglieder hinzu, um die richtige Länge zu erhalten. Bei Ketten mit Quicklink sind es 2 bis 3 Glieder am Rennrad und 3 bis 4 am Gravelbike. Die Kette muss auf 2 Innengliedern enden. Bei Ketten mit Nietstift sind es 3 bis 4 Glieder am Rennrad und 4 bis 5 am Gravelbike. Die Kette muss auf einem Innen- und einem Außenglied enden. Abschließend markierst du die Stelle zum Kürzen. Lege zum Kürzen die Kette mit der markierten Stelle in den Kettennieter. Halte den Kettennieter am Griff und drehe ihn so weit im Uhrzeigersinn zu, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Achte darauf, dass der Nieter gerade auf den Nietstift trifft. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen und schon ist die Kette gekürzt. Nun kannst du die passend gekürzte Kette montieren. Achtung! Shimano Fahrradketten sind laufrichtungsgebunden. Lege die Kette mit der Beschriftung nach außen auf das kleinste Kettenblatt und führe sie durch den Umwerfer sowie über das kleinste Kassettenritzel. Fädele sie anschließend in umgekehrter S-Form über die Schaltröhrchen und durch den Käfig. Achte darauf, die Kette hinter dem Steg des Käfigs durchzuführen.
Auch beim Schließen zeigen wir dir zunächst, wie es mit einem Quick Link funktioniert. Damit du die Kettenenden leichter zusammenführen kannst, nimm die Kette am besten noch einmal vom Kettenblatt. Nimm dazu das Kettenschloss und positioniere es so, dass der aufgedruckte Pfeil in Laufrichtung der Kette zeigt. Anschließend steckst du die beiden Verschlusshälften gegenläufig in die Innenglieder, führst die Hälften übereinander und steckst die Verschlussstifte in die Außenlaschen. Damit das Kettenschloss in Position bleibt, ziehst du die Kette auseinander. Zum Abschluss musst du das Kettenschloss noch verschließen. Lege dazu zuerst die Kette wieder auf und kurble so weit, bis sich der Quick Link oberhalb der Kettenstrebe befindet. Halte anschließend das Hinterrad fest und drücke in Fahrtrichtung auf die Kurbel. Wenn du ein Klacken hörst, ist das Kettenschloss eingerastet. Als zweites zeigen wir dir, wie das Schließen mit einem Kettennietstift funktioniert. Damit du die Kettenenden leichter zusammenführen kannst, nimm die Kette am besten noch einmal vom Kettenblatt. Eine Fahrradkette sollte nicht mehr als zweimal neu vernietet werden und niemals an derselben Stelle der Kette. Nun steckst du das abschließende Außen- und Innenglied deiner neuen Kette zusammen und schiebst den Nietstift mit der Führung voran hinein. Anschließend kannst du beginnen, den Verschlussnietstift durch beide Kettenenden zu pressen, bis er bündig mit dem Außenglied abschließt. Prüfe nach dem Vernieten, ob der Nietstift richtig sitzt. Nimm dazu die zwei verbundenen Kettenglieder in die Hand und kontrolliere die Beweglichkeit sowie den bündigen Abschluss. Nun kannst du den Führungsstift mit dem im Nieter integrierten Werkzeug abbrechen. Alternativ kannst du auch eine Kombizange verwenden. Wenn der Nietstift noch nicht optimal sitzt, kannst du falls nötig auch von der abgewandten Seite vorsichtig nachdrücken. Deine genietete oder mit Quick Link verschlossene Kette ist nun wieder einsatzbereit. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine DIY-Tipps mehr zu verpassen. Viel Spaß beim Schrauben und bis zum nächsten Mal.